Mir fehlen einfach die Worte. Es sind weitere Spoiler zum Kapitel 1054 rausgekommen. Shanks soll tatsächlich seinen Auftritt haben. Yamato trifft auf Green Bull und Akainu spricht mit einer mysteriösen Person. Wenn ihr wissen wollt mit wem, dann schaut euch das Video bis zum Schluss an. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Nakamas. Viel Spaß beim heutigen Video. Entei! Was übersetzt Flammenkaiser bedeutet und genauso lautet der Titel vom neuen Kapitel 1054. Entei war die Attacke von Ace damals gegen Blackbeard, wo er eine riesige Sonnenkugel auf Blackbeard geschmissen hat. Woraufhin wir auch schon direkt zu Sabo kommen, und zwar Sabo wird der Kaiser der Flammen jetzt weltweit genannt. Das ist crazy. Auf der ganzen Welt. Er übernimmt einfach den Titel von Ace. Von Ace Attacke auf jeden Fall, das ist ziemlich insane. Und natürlich ist Sabo mittlerweile auch momentan auf der Flucht. Wir haben ja auch einen Steckbrief gesehen in einem Kapitel davor, 1053. Und zwar ist er jetzt gerade mit Vivi auf der Flucht, wobei Cobra, der Vater von Vivi, umgekommen ist auf der Reverie. Und sie haben Kuma erfolgreich gerettet. Man muss dazu sagen, die Nachrichten sagen, dass Sabo Cobra getötet hätte. Das sind aber Falschnachrichten, damit Sabo auf der ganzen Welt gesucht wird. Auf einem Bild übrigens, es könnte natürlich ja auch das Coverbild sein des Chapters, sehen wir natürlich die Farbverteilung der aktuellen 4 Kaiser der Meere, Ruffy, Buggy, Shanks und Blackbeard. Vielleicht sind da irgendwelche Informationen versteckt, warum Buggy einer der Yonkus geworden ist, das wissen wir natürlich nicht. Das sagen die Spoiler leider nicht. Genau. Wir können das aber hoffen, mal sehen, das wäre auf jeden Fall cool. Aber vielleicht die nächsten Chapter werden wir darüber mehr erfahren. Des Weiteren ist die Frucht bekannt von Ryukyu Green Bull und sie heißt Mori Mori no Mi und ist eine Logia-Frucht, nicht eine Paramezia, wie ich das zum Beispiel angenommen habe. Einige haben auch gedacht, es könnte eine mystische Soan-Frucht sein, das ist es auch nicht. Genau, aber Logia macht schon Sinn, da Wald natürlich auch was mit der Natur zu tun hat und Logia-Früchte sind ja meistens Naturelemente, deswegen kommt das auch eigentlich ganz schön hin, ist auch schon ziemlich logisch, kann man auch sagen. Man muss dazu auch sagen, eigentlich haben auch alle Admirale eine Logia-Frucht. Okay, Ausnahme ist jetzt Fujitora, aber ausnahmslos hat jeder eine Logia-Frucht. In den Spoilern steht übrigens auch geschrieben, dass die Scappards gegen Admiral Green Bull antreten, wobei sich natürlich Yamato direkt auch einmischt und auch Green Bull direkt auf den Kopf haut. Mit der Keule einfach ein Überbrät, genau, wie man es von Yamato auch nicht anders erwarten würde. Und dann zusätzlich kommt auch noch darauf hinzu, dass Momonosuke Yamato stoppt und Green Bull wahrscheinlich, weil es soll keine Konfrontation zwischen den beiden entwickelt werden. Oder der Kampf ist zu krass und die werden vielleicht zu viel zerstören. Genau. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall hält Momonosuke die beiden auf. Jungs, Shanks. Shanks ist einfach da. Er hat seinen Auftritt. Er ist an der Küste von Wano Kuni. Redet auch noch über das One Piece. Es ist Zeit für das One Piece. Das ist Shanks sein Satz. Das heißt also, er will jetzt Ruffy treffen. Und natürlich, weil Ruffy ist ja jetzt ein großer Pirat geworden. Und jetzt ist es nämlich genau Zeit dafür. Wobei... Vielleicht kommen jetzt auch so Aufklärungen. Man weiß das noch nicht ganz genau. Genau, dessen Weiteren steht aber auch natürlich in den Spoilern drin, dass er eventuell... erstmal Bartolomeo erledigen will oder um sich ihn kümmern will. Das ist natürlich jetzt ein bisschen fragwürdig. Und das ist wirklich crazy. Das haben ja viele angenommen. Wir haben das auch schon angenommen. Shanks wird auf Ruffy treffen. Und das musste auch passieren. Ruffy bekommt sein Gear 5. Er ist Joyboy. Und Shanks wird ihn wahrscheinlich aufklären. Er hat von ihm damals die Frucht bekommen. Es wird wahrscheinlich mega viel Aufklärungsbedarf geben, was Shanks auch tun wird. Er wird ihn aufklären. Er will aber noch ein paar Sachen erledigen. Er will erstmal mit zu Bartolomeo. Was genau, man weiß es alles nicht. Das steht noch nicht in den Spoilern. Der Wano Kuni Arc scheint auch immer noch ein bisschen weiter zu gehen, weil ich bin eher davon ausgegangen, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, viele vielleicht davon auch, viele andere auch, dass Ruffy natürlich nach Wano Kuni Richtung Elban eventuell reisen würde. Also dass das jetzt das nächste Ziel wäre und dort eventuell auf Shanks treffen würde und dann würden die sich unterhalten. Außerdem haben wir uns natürlich gefreut oder hätten uns gefreut, wenn es neue Kopfgelder gibt zu Sanji, zu Zoro, zu irgendjemandem. In den Spoilern steht, dass sie wohl im Kapitel darauf erst erscheinen sollen. Wir hoffen natürlich, wir wissen es aber auch noch nicht ganz genau. Wäre auf jeden Fall mega cool. Oda ist einfach ein Genie. Er bringt schon wieder einen absolut neuen Charakter wieder ins Spiel. Wobei man sich natürlich fragt, laut den Spoilern, dass Akainu und Kizaru mit einem neuen mysteriösen Charakter sprechen.
Er soll heißen Kuruma, was schwarzes Pferd natürlich übersetzt bedeutet. Und er ist ein Vizeadmiral, der Leiter der Ermittlungseinheit der Marine. Und laut dem Spoiler soll er Akainos Sohn sein. Gebt euch das mal, Leute. Genau, das steht genau so da geschrieben. Wobei natürlich, ob das wirklich stimmt oder nicht, also Nobody knows. Es ist nur eine Vermutung, ne? Also wir wollen hier nichts bestätigen und so, es ist natürlich noch nicht fest, es ist nur eine Vermutung. Und natürlich, was noch nicht bestätigt wurde, ist natürlich, wobei wir gleich direkt dann schon auf Dragon dann wieder rübergehen, ist, dass Dragon einen Admiral bekämpft oder besiegen soll, aber das wurde natürlich, also es ist noch nicht bestätigt und es wurde auch nicht genannt, welcher Name. Also es wird wahrscheinlich, also nichts mit dem Flottenadmiral Akaino zu tun haben. Kizaru anscheinend auch nicht. Weil er mit Akaino gerade das Gespräch führt im letzten Chapter. Genau, Green Bull ist auf Wano. Also es kann eigentlich nur noch Fujitora sein. Das müsste dann Fujitora sein. Also es ist halt, wie gesagt, nicht bestätigt. Also würde vielleicht sogar passen, weil Fujitora und Sabo haben schon mal gegeneinander gekämpft und vielleicht hat er noch eine Rechnung mit ihm offen gehabt. Genau. Man weiß es nicht. Würde auf jeden Fall mega krass sein, wenn endlich Dragon mal auftritt. Vielleicht sieht man irgendwas, vielleicht kommen die nächsten Chapter und man erfährt endlich mal ein bisschen mehr über Dragon. Irgendeine Szene, die man sieht, in der er kämpft, das wäre einfach nur nice. Eine Sache ist aber auch noch bekannt, und zwar soll Kurumas richtiger Name Tensei sein. Und wir haben ja schon gesagt, er ist der Leiter der Abteilung für die inneren Angelegenheiten, so steht es hier. Und er soll sich rund um das Thema Reverie kümmern. Also was ist früher darauf passiert, er untersucht das alles und das ist sein Auftrag. So sagen es zumindest die Spoiler. Soweit der Stand der Dinge. Falls weitere Spoiler noch zu dem Kapitel auftauchen sollten, werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Falls ihr nichts verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Falls es euch gefallen hat, ein Like. Darüber würden wir uns auch natürlich freuen. Was denkt ihr zu den neuen Spoilern? Hat sich das Warten gelohnt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir sind raus.